Ich bin hier in Medjugorje in Café Craze und bin mit, wie heißt du? Andreas, Andreas, woher kommst du? Frankfurt. Und das erste Mal in Medjugorje? Das ist jetzt das 7. Mal in 3 Jahren. Wow. Ja. Warum kommst du immer wieder her? Das ist wie so ein Ruf. Ja. Gucke, morgen geht's nach Hause. Oder erstmal zurück nach Maria Bistrica. Das ist auch so ein Wallfahrtsort. Aber man geht hier raus und man weiß genau wieder, ich muss kommen. Das ist wirklich so ein Ruheort. Um für sich zur Ruhe zu kommen. Auch für innere Heilung. Um all seine Sachen vor Gott vorzutragen. Zu hören, ob was kommt, ob was passiert. Ja, einfach so auch diese innere Reinigung, um zur Ruhe zu kommen. Um aufzutanken. Man muss ja wieder auch nach Deutschland zurück, ist auch nicht so einfach immer. Licht sein in Frankfurt. Ja, also diese ganzen Sachen, ja. Und bist du in Deutschland, Kroate in Deutschland aufgewachsen oder später nach Deutschland gekommen? Also ich bin in Offenbach geboren. Wow. Offenbacher. Offenbach. Passport Offenbacher. Yeah, ich bin Alzenauer. Ja? Rottgau aufgewachsen und seit 10 Jahren in Frankfurt. Wow. Ja, Da bist du eigentlich schon ein Frankfurter. ja so ein Eingeplackte quasi. Ja, genau. Und auch auf der richtigen Mainseite. Ja. Und also du sagst, dein Herz hier aufmachen. Ja, ja. Und dann kommen ein paar Sachen geschenkt in Medjugorje? Nur. Das war auch das, also von allen Medjugorje-Reisen war das auch das Schwierigste gewesen. Warum? Warum? Weil ich kam hier an, habe dann schon 3 Wochen vorher irgendwie auch Schmerzen im rechten Bein gehabt. Und dann alles, wie ich es mir gedacht habe, das war nicht so gewesen. War bei den Maltesern gewesen, habe Spritzen bekommen. Da war auch nicht nur der körperliche Schmerz, auch ganz viele innere Sachen. Also diese erste Woche hier, dieses Mal, wie ein Reha-Patient. Aber alles vorgetragen. Also das heißt, du gehst zu Gott in der Anbetung oder vor der Mutter Gottes Statue? Alles. Also die Gottesdienste abends war auch viel zum polnischen Gottesdienst gewesen. Und dann auch tagsüber immer verteilt, gerade hier in dem Park hier vorne, viel bei der Gospa gesessen. Bei der Gottesmutter in Deutsch? Ja. Und dann war das, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin hier wie ein Frack. Bein tut weh, im Inneren. Und das hat sich aber dann über die ganze Zeit gewandelt wieder. Hab bei den Maltesern Spritzen bekommen, war hier auch zur Massage gewesen, über die Beichte, die Sakramente, weil das ist das Wichtigste. Ist das für dich auch Das so? ist das Ja, Wichtigste sag. von allen. Erzähl. Ich meine, okay, so zum Doktor gehen ist okay, aber über die Beichte und über die Krankensalbung, die habe ich auch bekommen, weil wir haben diese Sakramente und das ist so, was den katholischen Glauben ausmacht, dass unser Glaube ist eine lebendige Sache. Ja. Ist einfach eine lebendige Sache. Du nutzt die Sakramente und du nutzt einfach Jesus. Es gibt dieses gelbe Gebetsbuch Ja. und auf der letzten Seite steht, Ist es in Deutsch? ist ja auch beim Tiberias hier vorne, Ja. gibt es auf Deutsch. Da ist die letzte Seite, da sagt Jesus, ich bin dein Arzt auf Ewigkeit. Ob es jetzt genau so der Wortlaut ist, keine Ahnung, aber ungefähr so. Fantastisch. Und es ist ja, du hast körperlich dich massieren lassen Ja, und die ja. Beichte, ist das für dich eine seelische Massage? Immer. Ja? Immer. Und warum müssen Leute keine Angst haben vor der katholischen Beichte? Viele denken, die müssen in so ein dunkles Loch und da ist dann der Priester, der wartet nur, dass er so verurteilen kann. Warum? Weil du reinigst dich innerlich. Bei mir ist es auch so, bevor ich zur Beichte gehe, ist es auch wirklich immer so, okay, aber ich rappel mich immer auf. Und das Lustige ist hier, manchmal du siehst einen Priester, denkst dir, ach nee, vielleicht der nicht, aber der ist genau der für dich sein soll. Und dann gehst du da raus und bist befreit. Manchmal ist es aber auch schwierig. Hab einen letztes Jahr gehabt, der war Slowene. Und der war richtig ruhig. Wir haben ein bisschen erzählt, aber der war wie ein Blockenzieher. Ich bin da raus
Und dann bin ich erst über diesen Platz geschlendert hier, bin in mein Auto, das war nach der Messe gewesen abends, bin in mein Apartment, Tür zu, hingelegt, ich platt, weil der mir alles rausgeholt hat, was Sache ist. Er hat mit mir auch Tacheles gesprochen. Und selbst am nächsten Tag war es immer noch irgendwie fast schwierig. Und das sind die besten Beispiele, die es gibt. Die Sache ist aber auch die, umso öfters man geht, umso anders wird es auch. Ja, so ist es. Fantastisch. Und Eucharistie? Kannst du ein bisschen den Leuten erklären, weil in Deutschland, westliche Welt, die Leute verstehen nicht mehr, was die Messe ist und die Eucharistie. Wie meinst du jetzt? Was das ist, die heilige Kommunion. Kann ich mich einfach auf Faustina beziehen. Das ist wirklich so. Sister Faustina, Schwester Faustina. Aus Krakau. Ja. Die Eucharistie ist, du nimmst den wahrhaftigen Jesus in dir auf. Wir Katholiken sagen, du isst deinen Gott. Und umso öfter du das machst und auch wirklich aus eigener Erfahrung heraus, dein Leben ändert sich. In welcher Weise ändert sich es für dich? Dass man sich auch bewusst sein muss, was nehme ich da gerade zu mir? Es ist der wahrhaftige Gott. Und nach einer gewissen Zeit, wie nehme ich es zu mir? Wie nehme ich Gott zu mir? Man überlegt, okay, was habe ich vielleicht gestern gemacht? Was habe ich so... Ja, gerade bei uns Männern gibt es so gewisse Themen, wo wir immer wieder am Struggeln sind. Sex? Reden wir darüber, Ja. wie es ist, ne? Internet. Das war auch bei mir Thema gewesen, Auch bei mir. aber ich bin da komplett weg von. Wie erklärt es Männer? Weil das so viele Männer, das ist eine Pandemie. Das ist die wahre Pandemie. Ich habe das so oft in der Beichte vorgetragen und immer wieder rückfällig geworden. Aber du merkst auch diesen inneren Schmerz, diesen Schmutz. Weil es nicht wahrhaftig Ja. ist. Nicht Liebe, wirkliche Liebe ist. Und umso mehr du diesen Weg gehst, du hörst ja auch, was die Priester sagen. Du trennst dich von Gott. Und das habe ich gespürt. Und was ist Gott? Gott ist Ja. die Liebe und die Ja. Wahrheit. Ja? Und dann, umso mehr du diesen Weg gehst, auch so, weil ich habe dieses Tagebuch von Faustina gelesen. Ja? Und irgendwann verstehst du, was sagt dir Jesus? Ich bin die Liebe und ich bin die Barmherzigkeit bis zu dem Punkt, wo ich der Gerechte werde. Und Jesus sagt, ich möchte immer, oder er will jeden im Himmel haben, aber die Gerechtigkeit erlaubt es ihm nicht. Und da musst du dich entscheiden. Also es gibt bei Jesus, es gibt keinen dazwischen. Nein. Entweder du bist kalt oder heiß. ja. Du kannst nicht Yoga und ein bisschen Jesus, du kannst nicht Aberglaube, du musst dich einfach entscheiden. Ja. Aber man kann sich nur entscheiden. Viele Leute denken, Gott, der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart. Nein. Der wartet, dass wir einen Fehler machen, ein Happy, kann uns in die Hölle schicken. Und das stimmt nicht, das ist die Unwahrheit. Ja. Wie ist Gott der Vater? Wie ist Gott der Vater? Das ist eine gute Frage. Er trägt und er heilt. Er heilt dich und er trägt dich. Aber er fordert dich auch heraus. Manchmal ist es auch so, ich so, Herr, warum jetzt genau das? Ich habe die Ruhe gesucht und du schickst mir das Gegenteil. Das ist so. Ja. Aber fragst du dann was? Ich frage mir immer, was willst du mir damit zeigen? Ja, habe ich auch. Dann ist so, was willst du mir jetzt zeigen? Und dann ist auch so, du lernst viele Leute kennen. Und ich habe auch nicht immer Bock, mit jedem zu quatschen. Aber auf eine gewisse Art und Weise, du gibst dich auch hin, gibst deine Zeit. Und dann gucke ich, okay, wie war es danach? Mache ich weiter oder lasse ich es sein? Aber es kehrt auch irgendwas in dir um. Also auch so auf Thema Frauen. Manchmal es kommen Bekanntschaften, das heißt nicht, dass daraus was wird. Aber so sich zu öffnen und zu gucken, okay, wer ist denn da jetzt neben mir? Wer ist denn jetzt die Person vor mir? Hat doch bei mir irgendwie was verändert. Bei mir auch.
Das muss nicht heißen, dass daraus die große Liebe wird, aber so zu sehen, okay, also es gab früher auch viele Beziehungen, viele Frauen, dann wurde nichts draus. Und dann als Mann bist du ja immer dann so, okay, das ist wie so ein Jäger und man guckt und wenn es nichts wird, man fühlt sich schlecht. Und man ist als Mann immer, ich muss die Kontakt und immer der Hilfsbereite. Das habe ich alles abgeändert. Das heißt nicht, dass man das nicht mehr ist, aber man hat wirklich gelernt, in seiner Männlichkeit zu sein und es so zu akzeptieren, wie es ist, auch gehen zu lassen. Und das ist aber auch nicht nur bei Frauen, auch generell, egal wer jetzt hier kommt, ist immer so, okay, ich kann dich auch gehen lassen, auch dich. Ich gehe morgen nach Hause, du bist hier. Waren für dich auch manchmal die Frauen Gott, weil du diese Liebe von Gott nicht hattest, Gott dem Vater, vielleicht auch zu Hause nicht irgendwie die Liebe hattest? Vergöttert. Vergöttert dann, ja. Weil ich war hier beichten und habe gesagt, Vater, ich habe die Frauen zu Gott gemacht, weil ich Liebe gesucht habe, am falschen Ort die Liebe gesucht habe. Die muss man erst bei Gott dem Vater suchen und erkennen, dass der Liebe ist und nicht böse mit einem. Aber das Schöne ist, würde ich mal sagen, wenn du erstmal an Gott erfährst, dann kannst du auf eine ganz andere Art und Weise auch das Thema der Ehe angehen. Weil es ist dann so, bei mir zum Beispiel ist es wirklich so, was ist mein Weg? Bruder werden, die Pfarrer, der Weg der Ehe. Und dann habe ich ganz oft überlegt, ist so, okay, was wäre jetzt der Weg der Ehe und wie? Weil ich kann für mich super alleine sein. Ich brauche ehrlich gesagt niemanden an meiner Seite, um essen zu gehen. Ich fühle mich auch nicht alleine. Aber mit einer Frau den Weg der Ehe gehen, mit Gott. Ja. Und dann diese Gemeinsamkeiten zu haben, sich zu sagen, okay, wir gehen nach Medjugorje, wir gehen diese Wallfahrten. Das heißt nicht, dass alles einfach sein wird. Weil du bist als Ehepaar, du bist auf einem engen Raum. Es wird immer irgendwas geben. Weil jeder hat seine Story, seine Verletzungen, ich genauso. Aber man trägt sich gegenseitig, ja. Wunderschön ausgedrückt. Das ist so, wow. um es mal so zusammenzufassen. Ja, schön. Und hast du einen Lieblingsort in Medjugorje? Ich werde erstmal was trinken, aber entschuldige. Ja. Das ändert sich. Weil aufgrund so von den Schmerzen war ich viel hier gewesen. Auch die ganzen Reisen ändern sich. Beim ersten Mal, wo ich hier ankam, saß ich hier vorne und es war auch wie jetzt 40 Grad. Und ich halte es keine 5 Tage hier aus. Weil ich war eigentlich nur für 1-2 Tage hier. Am Ende waren es 18 und fast geheult. Als du weggegangen bist, oder? Ja, ja. Warum? Das Heulen? Ja. Der Friede. Ich komme aus Deutschland. Man sieht ja, was in Deutschland abgeht. Ob man es jetzt sehen will oder nicht sehen will, ist jedem überlassen. Irgendwas stimmt einfach aber nicht. ich sehe, was da abgeht. Und es war der Friede. Auf dieses aufgenommen werden, in dem Apartment, wo ich damals gewesen war. Wir waren essen gewesen. Aber auch dann wieder, okay, mach du, was du machen willst. Der Gottesdienstabend, die Beichte, die Leute, du siehst wirklich Leute, du siehst den Schmerz und du siehst auch die Krankheiten. Weil es ist auch so, das ist meines Erachtens auch wie so ein sehr großes Krankenhaus hier. Hier kommen wirklich viele Leute, ich genauso, jeder hat seine seelischen Gebrechen. Weil so Lourdes ist eher so in Frankreich für körperliche Gebrechen, aber hier ist es die Seele. Und dann war ich aber auch viel, um auf das Thema zurückzukommen, wieder mit dem Auto, Ljubuschki, wo die besten Steaks, wo hier Essen. Es war viel Essen gewesen, aber auch ein Gottesdienst, aber eher weniger so dieses intensivere Gebetsleben. Und das hat sich so mit peu à peu immer mehr abgeflacht. Und dann war ich auch jetzt bei Faustina gewesen in Krakau, 3-mal in 4 Wochen. Und da war wirklich das erste Mal, weil ich war nur in dem Sanktuarium gewesen, beim 2. und beim 3. Mal, dass man diese Ruhe und aufgrund der Gebete irgendwas ist passiert. Und dann war das mit dem Knie, die Schmerzen. Und dann war ich wirklich immer nur hier und dann immer Kirche,
Kreuz, Mutter Gottes hier im Park und immer ausgekotzt. Ja. Genau. Muss Und mal da so- müssen wir auch für die Priester beten, Ja, ja, auch, weil die auch. nehmen die ganze Kotze auf, Ja. erstmal auf Hochdeutsch. Ne? Die sind der Mülleimer, wo Das wir ist alles so. mal raussprechen können, oder? Ich mich auch nicht so, auch mit Leuten unterwegs gewesen, habe ich gemerkt, okay, das ist anstrengend. Und dann war die Frage, was so ein Priester, der hier auch gerade beim Ladi-Festival vielleicht 10 Stunden lang sitzt, ich würde da würd ich durchdrehen. 10 Stunden Beichte hören. Ich bin so ein ruheliebhabender Ich Mensch. Dann ist so krass, was die machen müssen. Nicht nur das, aber auch was dir die Leute erzählen. Wenn Männer kommen mit ihren ja, sexuellen Sünden, aber auch genauso Frauen, die vielleicht in Prostitution gelandet sind, Gewaltsachen erfahren haben, das ist schon eine harte Nummer. Ja. Genau. Und was würdest du Leuten sagen, warum man nach Medjugorje kommt? Um ehrlich zu sein, gar nichts. Einfach aus dem Grund, als ich das erste Mal also hier war und dann kam ich nach Hause und ich habe so vielen Leuten gesagt, kommt hierher. Und dann waren die hier gewesen, nichts gespürt, nichts gefühlt. Dem einen war es zu heiß, dem anderen, ja, was soll das hier? Das muss wie so ein Ruf. Man kann so ein bisschen hinführen, aber nicht mit Druck, nicht mit geh, mach. So ist Gott nicht. Der ist die Liebe, der macht nie Druck. Ja. Freie Entscheidung. Komm, Aber wenn du willst. Ich kam damals nach Frankfurt zurück, so geht alle nach Medjugorje. Und dann war auch völlig, warum gefällt es den Leuten hier nicht? Wie gesagt, das muss so irgendwie kommen. Ja. Keine Ahnung. Mit dem Bewusstsein, dass das aber auch dann eine schwierige Zeit hier werden kann. Ja. Weil es eine heilende Ja. Zeit ist und es herausfordernd sein kann. Weil vom ersten Mal bis zum 7. Mal jetzt war das wirklich das schwierigste Mal. Ja, weil du gehst die Klassen hoch. Ja. 1., 2., 3., 4., 5. Man ist so weg von seinem ganzen. Es gibt auch hier Ljubuschki, da war ich im Februar gewesen. Ja, schöne lauter Fische Cafés, holen, ja, Restaurants. Gibt's alles, aber wenn man sich mal wirklich dann so, okay, ich mache jetzt mal gar nichts, ist auch schwierig, weil ich bin es so gewohnt, hier irgendwie rumzufahren und dies und mach jenes. Gehe nach Kroatien, gehe schwimmen. Ich habe nichts gemacht. Was dann am Ende ist immer nur noch hier, ne? Ja, auch nur einmal am Erscheinungsberg gewesen, weil der Weg war mir irgendwie zu weit. Normalerweise bin ich immer im Kaffee und Pizzeria Tim. Ja. Das ist mein Stammcafé morgens. Ja. Ich war nur einmal da. War auch komisch, aber irgendwie ist es okay, es war so gewesen. Und du betest den Rosenkranz? Ja, jeden Tag. Warum? Du bist ein junger Mann. Warum Rosenkranz? Für die alten Damen in die Frauenkirche? Das ist. Oder im Dom? Nee, ich mach's am liebsten alleine daheim. Ja. Das ist beruhigend. Aber ich schlafe oft auch dabei ein. Ich ja. Komischerweise. Also die Sache ist die, wenn ich morgens zur Kirche gehe und ich komme zurück, dann esse ich meistens was, bevor ich zur Arbeit gehe, weil ich bin Kellner in Frankfurt. Bis ich den Rosenkranz bete, dann ist so eine gewisse Nervosität, komischerweise. Aber danach geht's. Ist auch ein Kampf. Habe auch nicht immer Lust, das zu machen, aber es ist wirklich so, sich in den Hintern treten und das zu machen. Weil das ist wie, man sagt nicht aus Spaß, das ist wie eine Waffe. Es hat irgendwas. Ja, Es gibt Frieden, ne? es gibt wirklich, ja. Und Schutz auch. Schutz, Frieden. Und umso öfters man ihn beten kann, umso besser ist es eigentlich. Am Anfang ist es wirklich so, okay, ein Rosenkranz ist so, manchmal hast du auch 6 an einem Tag. Gerade so komischerweise in Krakau waren es bis zu 6 Stück pro Tag gewesen. Hier ist es halt ein bisschen weniger, weil man halt, wie soll ich es sagen, man geht zur Anbetung, man sitzt ein bisschen bei der Gospa, wo ich mir dann meistens immer sage, eigentlich könntest du auch während des Tages mehr Rosenkranz beten. Aber dann bist du hier abgelenkt, dort abgelenkt, Quatsch, hier, es ist menschlich. Ja. Aber so ein Tag ohne Rosenkranz ist wie ein verlorener Tag. Wow, toll. Immer.
Weil es den Frieden gibt und Ja. Freude, tiefer im Ja, ja. Frieden. Ja? Und dann, man versucht sich das zurechtzulegen, ah ja, okay, der eine Tag. Aber letzten Endes ist es genau so wie ohne Eucharistie. Gehst du oft täglich in die Messe? Jeden Tag, wenn es geht. Warum? Warum bist du so begeistert für die heilige Messe? Es geht nicht mehr ohne. Weil das ist so, daraus schöpft man seine Kraft, der wahrhaftige Jesus. Und dann auch durch Faustina hat man, es war auch ein Kampf, das Buch zu lesen. Dieses Tagebuch von Faustina zu lesen, war wirklich hart. Weil du unter dauerhaften Angriffen bist. Aber das, was sie schreibt und auch wie sie sich auf die Eucharistie vorbereitet, im Abspann quasi, letzten Seiten, und was die Eucharistie für sie ist, dass sie immer dem Dreifaltigen dankt. Im Endeffekt, ich habe alles im Leben gemacht, Lamborghini fahren, teure Restaurants, alles. Aber nur die Eucharistie ist das, was mir wirklich den Halt im Leben gibt. Ja. Wow, amazing. Das ist, Und gibt es für dich spirituelle Highlights-Orte in Frankfurt? Die Frauenkirche finde ich so toll. Wie ist das für dich? ist es, aber es ist schwierig. Weil du hast, und es ist mir egal, was die Leute jetzt denken, eine Glocke, so eine spirituelle Glocke über Frankfurt, über Hessen, über Deutschland, weil das abdriftet in andere spirituelle Sachen, um es kurz zu machen, in die Sünde. Weil die Sünde wird dir gegeben und das spürst du. Und deshalb ist es jeden Tag in Frankfurt ein Kampf, dort zu sein. Ja. Dann beten wir alle, die jetzt zuschauen aus Deutschland, lasst uns alle für Deutschland beten, dass diese Spiritual-Glocke, weil das muss mit irgendwas angefüllt werden, Ja, sei es ja. mit dem oder mit dem, dass es wieder mit dem Heiligen Geist, mit der Freude, der Liebe und der Wahrheit angefüllt ist, oder? Das ist auch schade, Ja. wenn man so guckt, was so in Deutschland passiert, wie die Leute alle ihren Glauben verlieren. Ich meine, ich bin auch erst seit 6 Jahren wieder in der Kirche auch zurück. Was passiert bei dir das vor 6 Jahren? Durch einen sehr guten Freund, Kroate, der Ante, hallo Ante. Der hat mir schon damals immer gesagt, Andi, geh in die Kirche. Ah, ich so, was will der? Was? Kirche, dies, das. Und dann bin ich Weihnachten 19, vor 2 Wochen vor Weihnachten hat er wieder gesagt, Andi, geh in die Kirche. Und dann sonntags, ich so, okay, ich gehe da jetzt hin. Dass er Ruhe gibt. Und dann war ich Sonntagabends da gewesen, aber alte Messe. Und das hat mir super gefallen. Und ab dem Punkt war es dann immer sonntags gewesen, halt nur sonntags. Und dann kam Covid. Und dann auch durch die Kirche hat mir das Halt gegeben. Und dann wurde es jeden Tag. Es kam alles peu à peu. Auch der Rosenkranz kam mit dazu. Es baut sich einfach auf. War das vor Medjugorje auch schon der Rosenkranz und die Kirche? Ja. Also ihr müsst nicht in Medjugorje sein, um das Nein. alles zu erfahren. Das kann auch anders. Und das war deutscher Orden, was ja die alte lateinische Messe, ne? Die gibt es da immer Sonntagabends. Früher gab es auch immer Herz-Jesu-Freitag. Ist leider nicht mehr. Aber der Rosenkranz kam ziemlich schnell mit dazu. Und dann mit der ersten Beichte, was so eine Lebensbeichte ist. Ja, und seitdem halt mit Kämpfen, Schwierigkeiten, es gehört dazu. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt so eine einfache Angelegenheit wäre, wäre es auch nichts. Also es muss irgendwas sein, weil es holt ja auch deinen ganzen Schlamm raus und das muss geheilt werden. Wow. Ja, du musst einfach dein Kreuz tragen. Ja. Das heißt, du rätst den Leuten, geht beichten, Ja, heilige auf Messe, jeden Fall. Rosenkranz. Fasten, ist es schwer für dich? Ein Stein von Medjugorje? Mittwoch, Freitag, Ich kam hier an und ich war 10 Tage im Fasten. Wow. Jetzt nicht bei Wasser und Brot oder so, aber wirklich so kleines Frühstück, mittags ein Burek und dann war es das gewesen. Und das hat 10 Tage lang super funktioniert. Und dann kam das Mladi-Festival und dann war man aber sehr im Geistigen beschäftigt. Und dann war das der Dienstagmorgen nach der ersten Katechese, kam ich hier mittags um 12 Uhr rein. Ich so, ich brauche eine Pizza, ich brauche Wasser.
Also das hat dich so im Geiste angesprochen, angeregt, auch die Hitze auch natürlich. Klar. Und dann saß ich hier 4 Tage immer in der Mittagspause auf eine Pizza. Ja? Und ist auch nichts dabei, wir Katholiken Nee, also- feiern auch. Essen, Kaffee und erzählen. Ne? Aber es hat funktioniert. Das. Dann brauchst du auch nicht mehr. Hab auch hier irgendwie komischerweise abgenommen. Und dann die nächste Sache, Bibel lesen, machst du das regelmäßig? Der 5. Stein von Ich Medjugorje? muss mehr lesen. Also hier war es wieder so, ich habe weniger gelesen, ja, weil du halt hier viel unterwegs bist. Aber habe mir gesagt, okay, wenn du wieder in Frankfurt bist, so wie es dieser eine in seinem Zeugnis gesagt hat, ich lese jeden Tag die Bibel. Und ich muss das auch machen. Du musst dich wirklich im Geistigen beschäftigen. Ich habe das viel gemacht, bevor ich hierher kam, bevor ich auch nach Krakau bin. Und das spürst du. Also jetzt vielleicht nicht. Und manchmal ist es einfach nur, du musst dich zwingen. Einfach dir selber in den Arsch treten, das zu machen. Und dann wird schön. Ja, also du gehst auch anders ans Bett abends. Weil es ist, du bist immer geneigt, Handy gucken, YouTube gucken. Wenn ich anfange zu lesen, es gibt auf einmal 1000 Gründe, noch einen Kaffee, noch einen Tee. Du musst dir selber in den Arsch treten. Ja. Und dann wird schön dabei. Ne? Es hilft dir, die Sachen zu verstehen und es ändert auch irgendwas in dir. Und du hast ja Gott der Liebe erfahren und hast du festgestellt, wenn du in der Absicht lebst, dein Wille geschehe in meinem Leben, dass du ruhiger wirst und friedvoller? Dass die Probleme da sind, weil du schaust sie aus einer anderen Sicht an, weil du die Ja. Hand Gottes siehst? Aber du musst aber auch sagen, ich gebe dir auch die Freiheit, dass dein Wille geschehe. Und das muss man auch lernen. Wie macht man das? Wie macht man das? Man sagt es. Ich habe auch mal gesagt, okay, Herr, mach mit meinem Leben, was du denkst. Aber okay, er will dann vielleicht irgendwas machen und du willst dann immer noch so eine Art Boss sein. Und dann war ich halt bei Faustina gewesen. Ich so, okay, Herr, nochmal, mach mit mir, was du willst und du hast auch die Freiheit zu tun und zu machen, was du willst. Und dann guck, was passiert. Ja. Ob es jetzt leicht ist oder nicht, ich weiß es nicht. Aber du siehst ja, wie hier Gott fügt es. Wir haben uns getroffen, du saßt da, ich habe mich noch mit anderen Frankfurtern unterhalten und du saßt dabei und so kamen wir dann ins Gespräch. Das ist Medjugorje, oder? Auch diese göttlichen Zufälle in der Ist gewissen es. Weise. Ja. Und was ist für dich Medjugorje am Ende in einem Satz? Ein Ort voller Gnade. Ein Ort, wo du wirklich sehen kannst, was menschliches Leid bedeutet, aber auch Heilung. Ja, Wow. das Kann ich sagen, ganz lieben Dank für das schöne Interview. gerne.